Ich bin Imme und das hier ist Freya und mit Freya habe ich mir einen langjährigen Traum erfüllt. Das hier ist meine Außendusche. Da habe ich warmes Wasser und kaltes Wasser. Und hier kann ich mit warmem oder mit kaltem Wasser duschen. Ich mache das jetzt mal nicht vor. Das hier ist mein Keller. Das ist in 3 Fragmente hier unterteilt. Ich habe hier einmal 90 Liter Wassertank. Den kann ich einmal auffüllen hier durch einen Schlauch. Oder ich kann den auffüllen, indem ich hier einen Trichter reinpacke und den Schlauch dann hier in den Tank fließen lasse. Meine wunderschöne Axt. Ja. Und eine japanische Säge. Tatsächlich relativ nützlich. Kann man super saubere Schnitte machen. So, jetzt zeige ich nochmal diese Seite. Ich habe bewusst einen Transporter gewählt, der beide Türen hat, auf beiden Seiten. Und wenn mal alles nichts wird, jobtechnisch, dann kann ich daraus immer noch einen Foodtruck machen. Das hier ist hauptsächlich Stauraum fürs Essen. Da ist einfach nochmal total viel Platz, wo ich Essen lagern kann. Dann finde ich es total wertvoll, dass man den Elektrikbereich von beiden Seiten öffnen kann und rankommen kann. Gerade wenn man hier eine Sicherung wechseln möchte oder wenn man irgendwas austauschen muss oder so weiter, dann kommt man hier sehr gut ran. Hier sieht man den riesen 20 Kilo Wechselrichter, sodass ich hier auch 230 Volt habe. Dann haben wir hier den Ladebooster. Dann haben wir hier den Solarregler, Sicherheitskasten und 2 sehr große, jeweils 150 Ampere-Stunden Batterien, sodass ich insgesamt 300 Ampere-Stunden Batterien habe. Die brauche ich auch, weil ich halt kein Gas habe und alles elektrisch koche. Und dann kommt man hier noch an den Kühlschrank ran. Ich hatte schon immer den Traum von einem eigenen kleinen Zuhause auf 4 Rädern, wo ich selber entscheiden kann, wo ich gerade bin, wie lange ich irgendwo bleibe, wann ich wieder abhaue. Also es ist für mich der Traum maximaler Freiheit. Ich habe mir viele YouTube-Videos angeschaut. Ich habe mir alles in 3D einmal gemalt, wie ich es haben will, um dann auch zu sehen, wie sieht es denn vielleicht aus. Als ich dann den Van hatte, habe ich auf dem Boden mit Kreppband gemalt, wo die Möbel hin sollen, um dann festzustellen, ups, zu wenig Platz für mich. Ja, und dann war es so, dass ich keinerlei Vorerfahrung oder Vorwissen hatte. Ich wusste noch nicht mal, wie eine Stichsäge funktioniert. Ich hatte nie eine Stichsäge in der Hand gehabt und hatte dann aber irgendwie 10 Videos gesehen, wie man ein Dachfenster einbaut und dachte, ja, easy, kriegen die ja irgendwie alle hin, ist irgendwie alles das Gleiche. Kein Problem für mich. Und dann saß ich zum ersten Mal mit Stichsäge auf meinem Van und ich habe zum ersten Mal ein Loch in meinen Van gebohrt und ich habe gezittert und wurde relativ schnell wieder zurück auf den Boden gebracht, weil das doch auch oben mit den ganzen Querstreben und mit den Vertiefungen gar nicht so einfach mit der Stichsäge war, wie ich dachte. Naja, und so habe ich mich trotzdem Stück für Stück weiter vorangearbeitet und durfte dann letztendlich den Van tatsächlich in einer Schreinerei ausbauen. Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für, dass die Schreinerei mir diese Möglichkeit gegeben hat, dort den Van auszubauen, die Geräte mit zu benutzen. Wenn ich mal Fragen hatte, habe ich immer Rat bekommen und auch Hilfe und konnte einfach auf eine hochwertigere Weise meinen Van so ausbauen, wie ich es haben wollte. Ich habe hier einen ziemlich großen Kühlschrank für eine Single-Person. Die ist tatsächlich ziemlich riesig und luxuriös. Und hier habe ich relativ viel Essen. Außerdem habe ich hier nochmal eine Schublade, wo ich Essen gelagert habe. Und ich habe hier meine 2 Apothekerschränke reingebaut. Die würde ich auch gerne mal kurz zeigen. Das ist einmal der oberste Apothekerschrank und einmal der untere Apothekerschrank. Und wenn ich mir jetzt hier etwas zubereite, dann habe ich hier meine Kochutensilien. Also zum Beispiel hier das Schneidebrett. Und hier, das ist ein ineinander geschichtetes System mit 2 kleineren Töpfen, einem großen Topf
einer Pfanne, die hier drauf ist. Und hier noch eine riesige Wokpfanne. Und wenn ich dann tatsächlich auch mal ein Brot backen möchte, dann backe ich das hier drin und nutze das als Ofen. Also drehe das um mit Deckel, das kann ich mal ganz kurz zeigen. Dann kommt hier das Rost rein und dann quasi hier das Brot. Und so nutze ich das dann als Ofen und kann das dann hier backen. Das klappt eigentlich sogar ganz gut. Hier habe ich noch eine Schublade, ja, mit diversen Sachen, die man gebrauchen könnte. Boxen, was weiß ich, Gläsern und so weiter. Hier ist einfach nochmal ein Fach mit Tee. Ich liebe Tee. Man kann nicht genug Tee haben. Genauso wie Gewürze. Ich liebe Gewürze. Man kann auch davon nicht genug haben. Also ich glaube, das sieht man hier. Mir ist beim Vanhausbau wichtig, dass ich mich wohlfühle. Dass wirklich ein Ort der Entspannung, des Rückzugs ist, wo ich gut schlafen kann, wo ich mich sicher fühle. Allein fürs Raumklima war mir wichtig, so viel wie möglich Naturmaterialien zu verwenden, also nachhaltige Materialien wie Holz, Wolle, Bambus. Die komplette Isolation besteht zum Beispiel aus Hanfjutewolle. Ich habe 2 Dachfenster eingebaut. Einmal hier von Maxfan ein elektrisches Dachfenster. Das ist auch eigentlich durchgehend an, sodass ich hier durchgehend zirkuliere. Das andere Dachfenster ist hier. Das ist nicht elektrisch. Und das kann ich ja öffnen und schließen nach Belieben. Eine andere Sache, die mir sehr wichtig ist, ist das Designkonzept. Das heißt, da werden vielleicht viele jetzt mit den Augen rollen, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass das Design fast genauso wichtig wie die Funktionalität ist. Also natürlich muss es funktionieren, aber es muss auch gut aussehen und ich muss mich auch drin wohlfühlen. Ganz wichtig ist für mich das Farbkonzept. Alles, was man eigentlich hier sieht, ist entweder aus Holz, aus Gold bzw. Messing und oder Mintfarben. Also das sieht man auch hier. Das hier ist aus Mintfarben, die Bettwäsche ist Mintfarben, die Fliesen sind Mintfarben. Gut, ich mag die Farbe sehr. Also selbst die Handtücher sind Mintfarben. Mein Besteck aus Gold. Ja, natürlich kein Echtgold. Aber auch hier wieder das Farbkonzept, also Mintfarben, Gold, Holz. Selbst das hier habe ich quasi neu hier für den Van gekauft, damit das einfach auch zum Farbkonzept passt. Ja. Und wenn ich dann auch mal Gäste habe und was zubereite, dann soll das natürlich irgendwie auch ansprechend aussehen. Hier oben ist noch mein Geschirr. Das heißt, hier habe ich Teller, Töpfe, Gläser und so weiter, auch Weingläser. Und noch kurz Servietten. Das hier ist ja mein kleines Geheimfach. Da gibt es aber nichts Geheimes drin, sondern hier ist einfach Müllbeutel, ja, Gefrierbeutel, Zipper und so weiter. Und natürlich mintfarbene Servietten. Wenn ich mal Gäste habe oder ich brauche irgendwie einen Bartisch oder einfach einen Extratisch oder irgendwas, dann habe ich hier die Möglichkeit, an diese Schiene noch einen Tisch zu befestigen. Und dann haben wir hier nochmal einen Gästetisch, auch einen Drehtisch, wenn man so will. Das heißt, hier kann man dann gucken, ob man jetzt hier den als Gästetisch benutzen möchte oder auch als ja, Bartisch draußen, um sein Bier zum Beispiel hinzustellen. Wenn ich dann gekocht habe, dann spüle ich hier in dieser wunderschönen Spüle ab.
Dazu habe ich hier mein Abtropftuch. Hier mit heißem Wasser kann ich dann entspannt irgendwie halt abwaschen. So. Hier habe ich meinen selber angesprühten Mülleimer. Ich fand die Farbe irgendwie schick. Inklusive Mülltrennung hier. Das ist auch hier in Spanien extrem praktisch, weil die hier Gott sei Dank auch Mülltrennung haben. Ja, wenn wir dann bei einer Wohnmobilstation sind, dann kann ich das Abwasser hier einfach ablaufen lassen, indem ich hier dann den Hahn aufdrehe und dann kann das Wasser hier ablaufen. Grundsätzlich benutze ich aber auch nur biologisch abbaubares Spülmittel und wische alles vorher immer noch mal extra mit Zewa-Wisch ab, damit auch ja keine Essensreste hier reingelangen. Also den halte ich so sauber wie möglich. Sonst fängt er tatsächlich auch an zu stinken. Hier ist das Herzstück des Vans. Das ist der Kamin. Davon haben mir einige abgeraten, aber ich wollte den einfach super gerne drin haben. Wenn mal die Standheizung ausfällt, dann kann ich hier heizen. Ich könnte hier auch theoretisch kochen und für die Atmosphäre ist es einfach unschlagbar tatsächlich. Also es ist ein Mini-Kamin, wo man Holz reinstecken kann und ich liebe ihn einfach sehr. Um den Kamin anzumachen, muss ich einmal noch oben diesen Schornstein hier aufs Dach packen und dazu packe ich den Schornstein erstmal hier hin und habe hier einmal eine Trittstufe, die ich hier einhängen kann. Und jetzt gehe ich hier drauf, halte mich hier fest und hier oben sieht man jetzt schon die Klappe. Und den Kamin packen wir jetzt hier in die Öffnung und damit können wir den Ofen bedienen. Ich reise alleine. Ich hatte einen sehr, sehr, sehr treuen Begleiter. Mein Kater Feolin ist mit mir 2 Jahre zusammen gereist und wir haben eigentlich alles zusammen gemacht. Wir sind zusammen nach Norwegen, nach Teneriffa, nach Frankreich, Spanien. Und ich habe extra eine Katzenklappe eingebaut und den Van katzentauglich gemacht, damit er sich wohlfühlt. Es war eine super abenteuerliche, neugierige Katze. Leider ist sie letztes Jahr im Sommer gestorben. Hier habe ich so einen Trittsockel eingebaut und gleichzeitig als Schubladen verbaut. Einfach damit die Füße nicht in der Luft hängen, wenn man hier sitzt. Und das sind jeweils 2 Schubladen. Hier zum Beispiel sind einfach Schuhe drin. Hier sieht man jetzt nochmal den elektrischen Schrank einmal von innen. Hier Werkstatt und alles mögliche Nützliche, was man halt so gebrauchen kann. Hier ein Handfeger, Kehrschippe. Hier nochmal Werkzeug. Ja, ich habe den Wagen komplett leer gekauft. Der war von innen und von außen komplett weiß und leer. Und ich habe dann wirklich angefangen von Rohrstellen bearbeiten, Reinigung zur Isolierung, Unterbaukonstruktion, Elektrik und so weiter. Also ich habe tatsächlich alles alleine geplant und auch alleine gebaut. Allerdings hatte ich bei der Elektrik und beim Wasser hatte ich sehr intensive Hilfe von einem Freund und auch beim Anbringen der Fliesen. Ja, hier ist vor allem Krimskrams. Das hier ist Wäsche. Das ist mein Kleiderschrank. Praktisch auch mit der Kleiderstange, sodass ich dann hier auch mal schickere Kleidung oder Kleidung zum Aufhängen haben kann. Hier dann der Spiegel. Das ist hier quasi meine dreckige Wäscheschublade, wo ich hier so ein Innenfutter reingebaut habe, was man dann noch rausnehmen kann und zur Waschmaschine tragen kann. Hier drunter befindet sich mein Klo. Das mache ich hier auf. Und das ist jetzt hier das Klo Trellino L auf Rollen, wie man sehen kann. Und die Rollen müssen natürlich auch Feststellbremsen haben, dass wenn man mal schief steht, nicht wegrollt. Und das Klo hier ist eine Trockentrenntoilette, vorne flüssig und hinten fest. Und ich kann dann, wenn ich das hier auseinanderbaue, kann ich das hier rausnehmen als Kanister und ablassen. Das ist jetzt nochmal was Besonderes. Hier befindet sich mein Weinkeller.
Und nochmal ein versteckter Apothekerschrank. Da ist jetzt nicht so viel Wein drin, aber super praktisch einfach für Getränke, die man braucht. Hier ist meine Standheizung. Also wenn ich jetzt nicht den Kamin anmachen möchte, sondern einfach durchgängig stabile Heizung haben möchte, dann kann ich hier die Standheizung einmachen, eine bestimmte Temperatur wählen, was weiß ich, und dann hier zum Beispiel unendlich lange anmachen. Hier sieht man jetzt einfach mal die Barbeleuchtung. Die kann ich jetzt hier an- und ausschalten und ich kann jedes Licht, was ich eingebaut habe, dimmen. Also man sieht jetzt, dass es heller wird oder auch wieder dunkler. Und genauso jedes andere Licht. Also auch hier zum Beispiel kann ich jetzt quasi, das ist jetzt dunkler geworden und auch wieder heller machen. So, hier ist mein wunderschönes, geräumiges Bett. Ich liebe es total. Es ist 1,40 breit und ca. 1,85 lang. Mit meiner 1,70 Körpergröße passt das perfekt. Außerdem kann ich hier sitzen, was ich total wichtig und gut finde. Ich habe hier nochmal so ein kleines Bücherregal eingebaut, auch nochmal eine Schwanenhalslampe, die ich auch wieder hier dimmbar gemacht habe. Noch ein anderes kleines Gimmick, was ich auch total nett finde, das habe ich nachträglich eingebaut. Ein kleiner Fernsehtisch. Also ich kann hier meinen Laptop draufpacken und dann Herr der Ringe gucken. Oder ich kann ihn einfach als Tisch benutzen, zum Beispiel eine Kerze hinpacken oder Frühstück im Bett oder was auch immer mir dazu einfällt. Ich bin Film- und Medienproduzentin seit dem 01.01.2026, offiziell selbstständig. Ich bin eigentlich Physikerin, ich habe medizinische Physik studiert. Das Gute ist, dass ich Vanlife mit dem Arbeiten verbinden kann. Ich kann reisen, spannende Orte besuchen, spannende Menschen treffen und gleichzeitig meiner Arbeit nachgehen, indem ich Imagefilme mache, Eventfilme mache, Dokumentation für andere, für mich und damit Geld verdiene. Also ich baue es gerade erst auf und hoffe, dass das Erfolg haben wird. Hier oben habe ich nochmal ein Fach, super praktisch. Auch wieder hier selber eingefärbt, selber genäht. Und hier habe ich einmal Strandequipment, was ich für den Strand brauche. Und hier links habe ich einmal Kamerazeugs und Equipment. Und hier habe ich meinen großen Bildschirm, wenn ich arbeite. Und das geht eigentlich relativ fix. Ich baue hier einmal den Ständer auf. Dann kommt hier der Monitor. Und so kann ich hier perfekt arbeiten mit 2 Bildschirmen und schöne Aussicht. Ein weiteres Highlight hier ist dieser Hängesessel. Den kann ich hier reinmachen und hier rein. Und den kann ich sowohl so positionieren, dass ich quasi nach draußen gucke oder auch nach drin. Und dann kann ich es mir hier sehr gut gehen lassen. Was auch nochmal super praktisch ist, es gibt tatsächlich ein Fliegengitter, was man auch für dieses Modell hier verwenden kann, für Nissan NV 400. Und da muss man die Tür mal ganz aufmachen und es ist komplett magnetisch. Und man hängt das einfach hier überall einmal rum. Ja. Und hat eigentlich ein ziemlich praktisches Fliegengitter. Tor, wo man rein und rausgehen kann. Wenn ich jetzt schlafen möchte, dann kann ich alles abdunkeln. Also hier zum Beispiel so und hier. Für vorne und hinten habe ich hier solche Isolationsmatten. Die sind zum einen wertvoll gegen Hitze und isolieren halt gegen Hitze oder Kälte, je nachdem. Und sie sind komplett blickdicht und die nutze ich immer auf jeden Fall für nachts und wenn die Sonne stark scheint. Und dasselbe natürlich noch für hinten. Und dann mache ich nachts zum Schlafengehen mache ich das hier noch zu. Und dann ist es schon sehr dunkel. Ja, ich bin ein Mensch,
der die Kreativität liebt. Also, ich liebe etwas mit meinen Händen zu erschaffen. Ich liebe alles daran. Also, ich liebe den ganzen Prozess da dran, also, vor allem auch die Planung, das Design, dann aber auch das wirkliche Erschaffen, Dinge teilweise neu denken zu müssen, Lösungen zu finden für Probleme, die vielleicht erst auftauchen oder die man vorher nicht gesehen hat. Und dann wirklich mit den Händen Sachen erschaffen, schön zu machen, designtechnisch, zusammenzufügen. Ja, und dann natürlich das, Endresultat, auch gerne einfach immer wieder angucken und benutzen, drin leben.